Hallo Fahrradwohnwagenfreunde, hallo Draußenschläfer und hallo Welt. Hier ist wieder euer Therapeut on Tour mit einem neuen Video für euch und ich melde mich jetzt ganz aktuell hier von der schönen Insel Formentera. Formentera ist die Nachbarinsel von Ibiza und sie ist sehr, sehr klein, aber sehr, sehr schön, sehr idyllisch und sehr, sehr ruhig. Ich werde euch zwischendurch auch mal ein paar Aufnahmen zeigen von der schönen Insel Formentera hier und damit ihr auch mal so einen kleinen Eindruck bekommt. Und das ist einfach ein Träumchen. Sie ist nicht sehr groß, aber wer hier Ruhe sucht, den hat es hier richtig angetroffen. Und ich kann auch hier nur jedem empfehlen, gerne mal diese Insel zu besuchen. Ja, was habe ich vor in dem heutigen Video? Ich habe mir überlegt, jetzt bin ich ja schon fast 6 Monate unterwegs, so könnte man sagen. Und da habe ich natürlich einiges erlebt. Ich konnte einige Erfahrungen sammeln hier, was auch gerade den Fahrradwohnwagen angeht. Und da habe ich mir gedacht, ich schreibe mir mal so ein paar Fragen auf, die ich dann gerne in diesem Video beantworten möchte. Allerdings habe ich mir gedacht, soll ich einfach nur die Fragen vorlesen und dann sie euch beantworten? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir einfach zu langweilig. Ich suche mir ein paar Leute, die einfach die Fragen für euch vorlesen. Ja, und wer kommt dazu besser in Frage als die Ibiza-Family, nämlich Marcelo und Alana. So, die zwei habe ich gefragt, ob die beiden Lust haben, die Fragen für euch vorzulesen, auf Deutsch wohlgemerkt, ja. Und das ist total schön geworden und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in die Fragen. Würdest du das Reisen mit einem Fahrradwohnwagen empfehlen? Also, diese Frage kann ich auf jeden Fall mit einem Ja beantworten. Also für alle Menschen, die sich dafür interessieren, mit einem Fahrradwohnwagen rumzufahren, die da mal irgendwie Lust dazu haben oder die selbst schon einen Fahrradwohnwagen besitzen und sagen, hey, ich möchte auch mal eine große Europatour machen, kann ich ganz klar sagen, nach den 6 Monaten, in denen ich jetzt on Tour war, das kann man nur empfehlen, weil schaut euch einfach nur mal um, was man für schöne Stellplätze haben kann. Da kommt selbst das teuerste und beste Hotel dieser Welt nicht mit. Also diesen Service kann kein Hotel bieten, den man hier hat. Ja, man steht hier 2 Meter vom Meer entfernt. Man ist direkt an der frischen Luft. Man kann hier draußen essen, frühstücken, schlafen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und es gibt so viele tolle Dinge, die man einfach erlebt, wenn man mit so einem Fahrradwohnwagen unterwegs ist. Und ich bin ja nun mal durch Deutschland, Frankreich, Belgien und auch durch Spanien gefahren. Und es ist einfach überall richtig, richtig toll gewesen. Was man natürlich mehr so in Deutschland und Holland und Belgien hat, man hat dort mehr Fahrradwege zur Verfügung. Ja, das ist einfach schöner, dort auf diesen Fahrradwegen zu fahren. In Frankreich so teils, je nachdem, wo man unterwegs ist. Also ich bin ja zuletzt auch entlang der Rhone gefahren. Das ist ja ein sehr, sehr breiter Fluss. Da ging es dann wieder. Da ist auch links und rechts immer noch ein Fahrradweg. Manchmal hat man ein bisschen Pech, dass man zwischendurch auch einfach mal Straßen fahren muss. Aber auch das hat alles wunderbar funktioniert. Die Menschen sind immer sehr neugierig und fahren dementsprechend auch vorsichtig an einem vorbei, weil sie eben so neugierig sind, was das denn da so ist. Und deswegen habe ich jetzt da auch selbst im Straßenverkehr nicht wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich kann es einfach nur empfehlen, mit einem Fahrradwohnwagen zu verreisen. Es ist muy bien, richtig schön. We sollte ein Fahrradwohnwagen sein? Ja, die Gewichtsfrage von so einem Fahrradwohnwagen, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Frage halt, wie schwer sollte ein Fahrradwohnwagen sein, ist nicht so leicht zu beantworten, weil ja jeder auch so seine eigenen Bedürfnisse hat, ja. Ich hatte jetzt eher so das Bedürfnis, relativ viel mitnehmen zu wollen, dass ich Solarplatten dabei habe, dass ich Powerbanks dabei habe, dass ich einen großen Laptop dabei habe. Also da ging es mir persönlich darum, viel Zuladung in meinen Camper reinpacken zu können. Und deswegen habe ich meinen Fahrradwohnwagen auch so klein gebaut, ja, um da einfach noch Gewicht zu sparen. Aber die meisten von euch wissen ja auch, dass mein Gespann, wenn es voll beladen ist, also mein Anhänger, dass der so um die 100 Kilogramm wiegt. Und aus meiner Erfahrung heraus
kann ich nur sagen, das reicht vollkommen aus. Also ich bin ja jetzt von Deutschland aus bis nach Spanien, bis auf die Inseln gekommen. Man sieht, es ist möglich. Da waren teilweise auch schon ziemlich krasse Steigungen dabei. Ich musste auch hier und da tatsächlich meinen Camper mal ausräumen. Das kam nicht so oft vor, ja. Musste ihn mal ausräumen, dann irgendwie zu Fuß hochschieben oder dann leergeräumt mit dem Fahrrad hochziehen. Das ist alles kein Akt und man kann es irgendwann auch gut abschätzen. Man bekommt irgendwann auch ein ganz gutes Gefühl für seinen Anhänger. Welche Steigung kann ich fahren? Und ja, welche Steigung sollte ich besser meiden? Und es gibt ja für alles immer eine Lösung und es gibt ja heutzutage auch nicht nur einen Weg. Ja? Manchmal muss man einen kleinen Umweg fahren, wenn man mit einem schweren Camper unterwegs ist, aber das ist vollkommen in Ordnung. Trotzdem würde ich jetzt persönlich empfehlen, ich würde einen Fahrradwohnwagen nicht schwerer als 100 Kilo bauen, also beziehungsweise mit Zuladung. Ja? Leer wiegt ja mein Camper so um die 45 Kilogramm. Und das heißt, ich habe dann noch so ja, halt 55, 60 Kilo Zuladung drin. Also das würde ich schon empfehlen, ja, nicht schwerer unterwegs zu sein. Es sei denn, man hat halt vorne ein Fahrrad oder ein Trike davor, was halt ja noch viel mehr Leistung hat als mein Fahrrad. Also ich habe einen 85 Newton Motor dran, 85 Newtonmeter Motor dran, Entschuldigung. Und ich habe einen 500 Watt Akku da drin. Das ist jetzt alles nicht so groß. Aber es hat halt gereicht, um mein ganzes Gespann bis hierhin herzuziehen. Sicherlich kann man vorne noch viel mehr Leistung dran machen als Zugpferd. Aber da muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass man auch immer mehr Strom benötigt. Ja? Und ich bin froh, mit so wenig Leistung unterwegs zu sein, weil ich da manchmal auch merke, wenn halt schon mal die Sonne nicht so scheint, ja, dass man dann halt eben auch keinen Strom zur Verfügung hat und dass man dann halt eben auch schon immer nach Strom fragen muss. Ja? Und da bin ich froh, halt nicht so viel Strom benötigen zu müssen. Ja, das würde mir jetzt zum Gewicht einfallen. Was waren die größten Herausforderungen auf deiner Reise? Oh, die größten Herausforderungen auf meiner Reise. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, eine größte Herausforderung. Also mir fiel das Reisen bis jetzt hier durch Europa ziemlich leicht, muss ich sagen. So richtig große Herausforderungen für mich persönlich hatte ich nicht. Außer dass man halt mal irgendwie ja, mit seinem Camper an die Grenzen stößt, dass man mal irgendwo nicht hinkommt oder dass man plötzlich mal irgendwo nicht wegkommt, weil der Boden jetzt rutschig geworden ist, weil es mal geregnet hat über Nacht, wo man da ja ein bisschen ausprobieren muss, den man von Hand irgendwie schieben muss oder so. Und selbst die Begegnungen mit den vielen Menschen waren jetzt für mich jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Auch die Sprachprobleme oder Sprachbarrieren, auch in Frankreich zum Beispiel, ich spreche ja so gut wie kein Wort Französisch oder hier in Spanien, die waren jetzt auch nicht so wirklich große Herausforderungen für mich. Das geht. Also man kann sich mit Händen und Füßen unterhalten. Und ich habe ja auch ja, mit französischen Familien manchmal einen ganzen Tag verbracht und habe mit den Kindern noch einen Ausflug gemacht. Und ja, wir haben uns trotzdem verständigen können. Das war nicht so das Problem. Nee, also so richtig große Herausforderungen sind dann, wenn überhaupt, die körperlichen Belastungen, so würde ich es einfach mal sagen. Dass wenn das Wetter mal schlecht ist oder so, oder wenn es mal regnet, ja, dass man dann einfach mit seinem Camper unterwegs ist oder ja, wenn man halt mehrere Tage am Stück ist. Ich bin nämlich gerade, als ich auch gestartet bin, am Anfang meiner Tour, bin ich auch einmal, ich glaube, 10 Tage am Stück gefahren. Ne? Also immer irgendwo eine Übernachtung dazwischen, am nächsten Tag direkt weitergefahren. Das ist möglich, jeden Tag so um die 50, 60, 70 Kilometer tatsächlich zu fahren, dort wo es relativ flach ist. Das ging mir nach 10 Tagen aber dann doch ziemlich an die Substanz und ich habe gemerkt, wow, jetzt brauche ich echt mal 5 Tage Pause davon. Also das sind für mich eher so die Herausforderungen zu gucken, ja, wie schafft es mein Körper. Aber wenn man die Zeit hat und unterwegs ist, ist das nicht so wirklich das Problem. Das kann man kriegt ein gutes Gefühl dafür und ja, das läuft. Was ist alles kaputt gegangen? Ja, was ist alles kaputt gegangen? Da muss ich kurz überlegen. Also ich hatte bis jetzt, ja, sage und schreibe nur 3 Platten und das immer an dem gleichen Reifen, nämlich hier an meinem Camper. Und ja gut, 2
Plattfüße, die waren halt selbst verursacht. Ja, ich bin schon mit einem geflickten Reifen losgefahren. Ist auch dann nur eine Frage der Zeit bei den Belastungen, ja, wann vielleicht da so ein Flicken nicht mehr so ganz hält. Und ich glaube, ich habe auch einmal meinen Reifen zu stark aufgepumpt. Und ja, das kann halt einfach mal passieren. Und auf Mallorca hatte ich mir trotz Pannenschutz in den Reifen einen ziemlich fetten Dorn da ja, eingefangen. Und da kann ich immer nur sagen, andere Länder, andere Dornen, also das ist schon heftig. Da hatten auch viele Menschen berichtet, dass die sich öfter an der Region, wo ich auch einen Platten hatte, sich auch mal ja, einen Plattfuß einfangen. Also Pannenschutz hilft da nicht immer, wenn die Dornen einfach so ja, extrem hart sind. Ja. Ja, was ist noch kaputt gegangen? Kleinigkeiten gehen jetzt so nach und nach kaputt. Und zwar mein Kettenschutzblech. Das ist mir mal irgendwie hinten, ist mir das Plastik eingerissen. Das musste ich jetzt ein bisschen flicken. Dann ist ja unterwegs nochmal mein Fahrgestell neu gemacht worden. Und meine Deichsel ist ja neu gemacht worden. Genau, vom Olli. Da gibt es ja auch ein Video dazu. Zerstör deinen Fahrradwohnwagen heißt das. Und die Sachen, die waren noch nicht wirklich kaputt. Aber es sah so aus, als könnte man das vielleicht doch lieber stabiler bauen. Wahrscheinlich wäre es mir dann unterwegs auch kaputt gegangen. Also da muss man immer sehr darauf achten, ja, dass man ein stabiles Fahrwerk baut. Das habe ich jetzt auf jeden Fall dazu gelernt, was es bedeutet, ja, ein stabiles Fahrwerk zu haben, wie das aussehen muss. Und ja, eine Deichsel vorne dran zu haben, die auch sehr stabil ist. Was ist noch kaputt gegangen? Ja, es sind immer mal so ein paar Kleinigkeiten, die am Fahrrad kaputt gehen. Irgendwie mal eine Halterung wegbricht, ja, oder Plastik oder so. Bis jetzt muss ich wirklich sagen, toi, 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 ist noch nicht wirklich viel kaputt gegangen. Ah doch, da fällt mir noch was ein. Und zwar sind mir ja mal beide Felgen kaputt gegangen, beziehungsweise sind mir nach und nach ja, auf beiden Seiten die Speichen weggebrochen. Das war noch in Frankreich. Lag aber auch daran, weil ich noch relativ günstige Felgen gekauft hatte. Ich wollte also damals schauen, ja, welche Komponenten kann man verwenden, wenn man auf so einer Europatour unterwegs ist. Also wie viel Geld sollte man ausgeben und für welche Komponenten sollte man mehr Geld ausgeben. Und da habe ich halt eben auch festgestellt, ja, für die Felgen sollte man auch nicht ja, wenig Geld ausgeben, weil nämlich gerade wenn man keine Federung eingebaut hat im Fahrradwohnwagen, dann natürlich auch die größte Belastung immer auch auf den Felgen dann natürlich ist ja auch logisch. Und aber wenn man darauf achtet, bessere Felgen zu nehmen, dann ja, wird man auch ein Stückchen weit kommen. Und ganz aktuell habe ich noch ein Problem mit meiner rechten Bremse. Da läuft also immer Hydraulikflüssigkeit aus. Das ist auf Mallorca, ist das schon mal gecheckt worden im Fahrradladen. Und jetzt ist es aber hier auf Formentera wieder aufgetreten. Das heißt, ich muss das nochmal ja, überprüfen lassen von einem Fachmann, wo denn da genau die Hydraulikflüssigkeit austritt. Man kann noch bremsen, ja, das ist also nicht so, dass die Bremse jetzt ja, sofort ihren Geist aufgibt, aber man muss das schnell beheben, weil irgendwann hat man keinen Bremsdruck mehr da drauf. Also von daher bin ich jetzt auf solchen großen Reisen, ich persönlich nicht so ein Fan von hydraulischen Bremsen. Ich bin halt also noch ein bisschen mehr für die Oldschool-Sachen, dass man einfach noch einen Seilzug drin hat, weil den kann man halt selber ja auch einfach mal austauschen, ne, wenn man so mechanische Bremsen hat. Ja, dann ist mir noch meine Liegefläche im Camper, auf der ich halt so liege, die ist auch nach relativ kurzer Zeit kaputt gegangen, weil ich dann im Eingangsbereich auch ja, ganz gerne mal im Camper auch sitze und durch diese Belastung ist dann halt diese 4 mm Hohlkammerplatte auch relativ schnell eingerissen und kaputt gegangen. Ich habe ja 4 mm Hohlkammerplatte genommen, dann noch Dämmmaterial und dann nochmal eine 4 mm Hohlkammerplatte. Also im Prinzip wäre ich nicht gleich durchgefallen, aber wer sich nochmal so einen Camper bauen möchte oder so, achtet da auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall eine dickere Hohlkammerplatte zu nehmen oder Holz oder ja, was ihr da so gerne reinhaben möchtet. Denn die Belastung, wenn man dort immer liegt und sitzt, die sind dann mit der Zeit relativ hoch. Okay. Welche Leistung hat dein Fahrrad? Also mein Fahrrad hat eine Leistung, ich habe das dann schon in einer anderen Frage eigentlich schon mal beantwortet, ich sage es trotzdem nochmal. Ich habe einen 85 Newtonmeter starken Bosch-Motor drin. Und ich habe einen 500 Watt Akku. Damit komme ich ganz gut klar. Also ich bin in Deutschland sage ich mal, oder in Holland bin ich so 70 Kilometer weit gekommen. Und ja, wenn man jetzt hier in Spanien unterwegs ist und da, wo es ein bisschen bergiger ist, da kommt man manchmal auch nur so 30, 40 Kilometer mit. Hola. Hola, buenas. Buenas. Welche Erfahrungen hast du mit deinen Solarpanelen gemacht? Ja, welche Erfahrungen habe ich mit meinen Solarplatten gemacht?
Ich mache mit meinen Solarplatten sehr gute Erfahrung, wenn die Sonne scheint. Haha, wer hätte das gedacht? Allerdings muss ich auch dazu sagen, jetzt ist ja selbst hier in Spanien auch der Herbst und der Winter angebrochen. Und ich hatte jetzt auch mal 2 Wochen am Stück, wo dann wirklich mal kaum die Sonne herauskam. Oder jetzt gerade aktuell steht die Sonne ja auch sehr flach. Ist ja nicht wie im Sommer, ne, dass die Sonne sehr hoch steht. Und da habe ich meine ganzen Powerbanks und Powerstations überhaupt nicht voll bekommen, ganz und gar nicht, und konnte auch mein Fahrrad nicht laden und war halt immer darauf angewiesen, nach Strom zu fragen, sei es jetzt irgendwo in einem Hotel, Restaurant oder bei fremden Leuten. Das ist nicht schlimm. Es gibt auch die meisten Menschen, die sagen auch einfach, klar, kannst du gerne machen, es ist überhaupt kein Problem. Mich hat es dann irgendwann aber so ein bisschen gestört, weil ich also ganz gerne auch mal autark irgendwo stehen möchte und gerne dann auch losfahren möchte, wann ich will und dann nicht wieder irgendwo fragen und so weiter. Ne? Aber das ist tatsächlich, so wie ich reise, nicht so möglich. Also das muss man schon mit einplanen, wenn man sich jetzt komplett auf seine Solarplatten verlässt. Das wird höchstwahrscheinlich nicht immer funktionieren. Aber es gibt super liebe Menschen, die immer hilfsbereit sind. Wie viel Geld hast du in 6 Monaten ausgegeben? Ja, wie ihr seht, habe ich meinen Standort verändert, damit ihr auch noch mal ein paar Eindrücke von dieser Insel dazu bekommt. Und ich habe auch mein Outfit ein bisschen angepasst, weil die Sonne heute ja doch ziemlich heiß ist. Okay, wie viel Geld habe ich ausgegeben in den ersten 6 Monaten? Ich habe tatsächlich um die 5.000 € ausgegeben. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir ja noch eine neue Kamera gekauft und ich musste mir ja noch eine zweite Kamera noch mal kaufen, weil man mir ja meine GoPro geklaut hatte. Und ich hatte mir ja noch eine Wohnung gemietet für einen Monat auf Mallorca. Das heißt, davon muss man jetzt auf jeden Fall rund 1.500 € wieder abziehen. Also man könnte sagen, ich habe so ungefähr 3.500 € ausgegeben. Möchte aber da noch dazu sagen, dass ich auch nicht wirklich auf das Geld geachtet habe, ja, in den ersten 6 Monaten. Also mir war es egal. Ich wollte jetzt erstmal was essen gehen. Mir war egal, wie teuer das war. Ich wollte Kaffee trinken gehen und das habe ich immer noch regelmäßig gemacht. Auch jetzt hier immer noch trinke ich immer noch regelmäßig gerne Kaffee in einem Café, weil das einfach sehr, sehr schön ist und das ist halt alles ein bisschen teurer. Aber ich wollte die ersten 6 Monate auch nicht wirklich darauf verzichten und nicht wirklich aufs Geld achten. Ich wollte einfach mal loslassen und ganz entspannt in die Reise gehen, um mir nicht wieder um jeden Cent Sorgen machen zu müssen. Also man kann sicherlich auch es so hinbekommen, dass man ja etwas weniger Geld ausgibt. Ja, vielleicht reichen auch 2.000 € oder 2.500 €. Und was ja natürlich noch dazu kommt, sind natürlich noch Versicherungen. Ja, ich habe noch eine Auslandskrankenschutzzversicherung. Da zahle ich um die 100 € im Monat und dann noch eine Fahrradversicherung und eine Haftpflichtversicherung. Ich denke, dass ich im Monat so 150 € an Versicherung bezahle und dann dazu noch die Handyverträge und die Prepaid-Karten, die kommen auch noch dazu. Also ich denke, dass man so mit 500 € rechnen muss pro Monat, wenn man so unterwegs ist wie ich. Wie reagieren die Menschen auf deinen Fahrradwohnwagen? Ja, was soll ich sagen? Also überwiegend reagieren die Menschen natürlich sehr gut auf meinen Fahrradwohnwagen. Ich hatte mal einmal ein Erlebnis in Frankreich, da hat jemand öfter mal gehupt hinter mir, weil er gerade nicht überholen konnte. Ich konnte aber auch nicht ausweichen. Aber ich habe natürlich Verständnis dafür. Auch ich habe es manchmal eilig und da gehen dann manchmal die Sicherungen durch. Also von daher werte ich das jetzt gar nicht so negativ, aber überwiegend und ich würde sagen zu 99,9% reagieren die Menschen positiv auf den Fahrradwohnwagen. Sie sind sehr neugierig, sie fahren sehr vorsichtig an einem vorbei, die Menschen laden einen ein, die stellen einem viele Fragen und finden das ja größtenteils einfach super klasse, was man da so macht, auch wenn man dann irgendwie gerade einen neuen Stellplatz hat und da geht mal jetzt eine Person vorbei mit dem Hund spazieren oder so, dann gucken die manchmal sehr skeptisch und dann hören die meine Stimme aus dem Fahrradwohnwagen und dann kommen sie noch mal neugieriger an und wenn man dann so 2 Minuten mal mit denen gesprochen hat, dann ja, feiern die das schon ab und finden das ziemlich cool und erzählen dann auch manchmal ihren Freunden davon oder die Menschen kommen noch mal wieder, bringen noch mal Familie mit und sagen, ey, das müsst ihr noch mal euch angucken, den habe ich gestern schon hier getroffen. Also bis jetzt in den 6 Monaten kann ich nur sagen, die Menschen reagieren durchweg positiv auf einen Fahrradwohnwagen. Was machst du bei Unwetter?
Was mache ich bei Unwetter? Das ist eine gute Frage. Also auch da muss ich sagen, toi, 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 hatte ich bis jetzt richtig viel Glück, dass ich auf meiner 6-monatigen Reise gar nicht so viele Unwetter mitbekommen hatte. Und irgendwie hatte ich auch immer wieder Glück, dass immer dann, kurz bevor ein Unwetter vorhergesagt wurde, dass ich auch immer dann Menschen durch Zufall getroffen hatte, die mir gesagt haben, Mensch, das wird vom Wetter her nicht so gut, da komm doch mal lieber zu uns, da kannst du doch lieber mal bei uns schlafen. Und ja, dann hat sich das halt so ergeben, dass ich dann nie in meinem Fahrradwohnwagen war. Und die wenigen Male, wo dann doch mal ein Unwetter durchgezogen ist, habe ich mir halt schon Stellplätze ausgesucht, wo ich windgeschützt stehe, wo ich dann hoffentlich nicht von einem Blitz getroffen werde, in irgendwelchen Nischen oder so. Aber es war bis jetzt noch nie so dramatisch, dass ich jetzt gedacht habe, okay, ich muss jetzt hier wirklich Angst haben. Da ist so ein heftiges Unwetter über mir. Und ich muss auch sagen, ich muss auch diese Erfahrung nicht unbedingt haben, dass ich jetzt plötzlich in einem Wirbelsturm bin oder dass ich jetzt plötzlich umgeschmissen werde, weil es so stürmisch ist. Ja, da habe ich jetzt nicht so wirklich Lust drauf. Ich möchte nämlich gerne noch ein paar Videos für euch drehen. Aber ja, ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe großen Respekt vor dem Wetter und check also auf jeden Fall regelmäßig ja, die Wetterdaten und gucke, dass ich da auf jeden Fall immer irgendwie safe bin. Hast du nachts Angst? Also, ich muss sagen, dass ich auf meiner Reise so richtig Angst nicht verspüre. Ich denke, wenn man so eine Reise ja, macht oder machen möchte, ist Angst sicherlich auch der falsche Begleiter, weil ich habe immer so das Gefühl oder das Bedenken, dass wenn ich jetzt zu viel Angst in mir habe, dass ich dann eventuell auch unschöne Dinge in mein Leben reinziehen würde, auf meine Reise mit reinziehen würde. Und das möchte ich einfach nicht. Und ja, ich reise tatsächlich relativ angstfrei. Allerdings ist es immer so, wenn ich ja, gerade unterwegs bin mit meinem Fahrradwohnwagen und ich komme an einem neuen Stellplatz an, den ich mir ausgesucht habe, das ist immer ein bisschen, man hat so eine gewisse Aufregung in sich. Man ist schon vorsichtig auf jeden Fall. Ne? Man guckt erstmal, steht man hier sicher, wird man hier gesehen, bin ich gesehen worden, laufen hier viele Menschen vorbei. Es ist immer tatsächlich eine gewisse Anspannung da, so die ersten 1, 2, 3 Stunden, wenn ich mir einen neuen Platz ausgesucht habe. Und das empfinde ich für mich auch als völlig wertvoll, weil wenn man zu blauäugig irgendwo hin radeln würde oder sich hinstellen würde, das ist dann auch nicht gut. Die erste Nacht ist dann immer, da bin ich immer ein bisschen aufmerksamer auf jeden Fall. Und manchmal hat man halt Stellplätze, wo auch nachts was los ist. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe, als ich noch auf Ibiza war, hatte ich einen sehr, sehr schönen Stellplatz. Das war, ja, der war riesig groß. Das war auch so ein ganz großer Felsen, wo halt viele Menschen vor Ort waren, ja, den ganzen Tag über. Da sind halt auch Menschen spazieren gegangen mit ihrem Hund. Da sind Leute hingekommen, weil die einfach die schöne Aussicht genießen wollten. Abends natürlich auch. Und was ich dann auch feststellen musste, ist, dass gerade auf den Balearischen Inseln auch gerne nachts und abends geangelt wird. So. Und so ist es, man schläft dann irgendwann ein, ja, um 10, 11 Uhr ist man müde vielleicht, legt sich hin und wird dann wieder wach, weil man draußen Stimmen hört, weil man Autos kommen hört und Autos wegfahren hört. Ja, vielleicht wird auch mal kurz gehupt, laut gelacht, irgendwo wird eine Zigarette geraucht oder was auch immer. Ne? Dann zieht der Qualm in den Fahrradwohnwagen und davon wird man wach. Ja? Und da schrickt man schon ein bisschen hoch und ist klar, das Unterbewusstsein, ne? Das triggert das Ganze so ein bisschen. Ja klar, aber dann bekommt man ja mit, dass das Angler sind. Ja, man kann ja mal aus dem Fenster gucken und schauen, dass die nachts angeln. Ich denke mal, dass manche Fische nur nachts aktiv sind. Ja, und dann ist auch wieder gut. Ja? Dann beruhigt man sich auch wieder. Und somit kann ich sagen, ist für mich das Reisen hier ja, ziemlich angstfrei. Und was ich auch total verrückt finde, ist, dass ich manchmal in einer Mietwohnung mehr das Gefühl von Angst habe und von ja, Beklemmtheit oder irgendwie sowas. Ich kann es nicht genau wirklich in Worte fassen, als wenn ich draußen in der Natur bin. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Natur mich beschützt. Ist halt nur so ein Gefühl. In welchem Land waren die Bedingungen am besten? Also die besten Bedingungen sind natürlich immer, wenn man mit einem Fahrradwohnwagen unterwegs ist, dort, wo die Erde relativ flach ist. Also sprich, ja, in Deutschland hatte ich hier und da ja, tolle Stellen, wo ich lang gefahren bin, ja, tolle Städte, die flach waren. Ganz klar, Favorit absolut Holland, Belgien, das ist so flach, da gibt es so toll ausgebaute Radwege.
Das ist einfach total super, da lang zu fahren, gar keine Frage. Und wenn dann noch der Wind von hinten kommt, da kann man auf jeden Fall seine 70, 80 Kilometer am Tag fahren. Also klar, ne, wenn man mit so einem Gefährt unterwegs ist, dann sollte man sich nach Möglichkeit Länder raussuchen, die relativ flach sind. Ich habe mir jetzt auch Länder rausgesucht, die bergig sind, die hügelig sind, ja, wie selbst in Frankreich und Spanien. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Also man merkt, dass es tatsächlich sehr schnell sehr anstrengend werden kann. Aber ich möchte diese Anstrengung nicht missen, weil man halt irgendwie auch eine Menge erleben kann. Was sportlich sollte man sein, wenn man mit einem Camper unterwegs ist? Ja, die Frage nach einer Sportlichkeit ist vielleicht auch eine ganz gute Frage. Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es da keine Richtwerte. Es ist ja logisch, umso sportlicher man selber ist, ja, umso besser kommt man vorwärts, umso mehr Spaß wird man haben, weil es einen nicht sonderlich quält. Ja. Ich würde mich jetzt auch nicht als den übersportlichen Menschen beschreiben, aber ja, ich achte schon auf meine Gesundheit. Ich mache schon regelmäßig Fitness, auch hier auf meiner Reise versuche ich auf jeden Fall so jeden zweiten Tag Sport zu machen, ja, ein bisschen zu laufen, ein bisschen joggen zu gehen, ein paar Liegestütze zu machen und so weiter. Das hilft schon, ja, dass man dann am nächsten Tag auch wieder gut aufs Fahrrad steigen kann und auch mal wieder 30 Kilometer fahren kann. Von daher, ja, das muss halt jeder für sich selber wissen. Aber ich kann es nur empfehlen, dass man, bevor man so eine Reise angeht, schon seinen Körper ein bisschen darauf vorbereitet, ja, auf die Leistung. Man muss nicht übertrieben viel Sport machen, man muss nicht übertrieben sportlich sein, aber so ein bisschen Fitness ist ja auch logisch, ja, dass das einfach mehr Spaß macht. Und man wird ja auch sportlicher auf der Reise, wenn man unterwegs ist. Das werden die meisten von euch wahrscheinlich auch wissen. Man wird automatisch fitter, wenn man 100 Kilo hinter sich herzieht. Wie machst du das mit dem Einkaufen? Ja, dass man Lebensmittel einkauft, das gehört natürlich auf der Reise mit dazu. Und ich muss dazu sagen, die Bedingungen hier in Europa sind natürlich ja fantastisch, ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo im Himalaya unterwegs wäre, ja, oder auf irgendwelchen Dörfern in Japan, keine Ahnung, wie es da so ist. Aber in Europa ist natürlich das Beschaffen von Lebensmitteln keine große Kunst. Es ist zum Glück sehr, sehr einfach. Ja. Man hat ja, viele Supermärkte, in denen man einkaufen gehen kann. Da braucht man sich also überhaupt keine Sorgen machen, dass man verhungert, verdurstet. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn man auf den Balearischen Inseln hier unterwegs ist, wie Mallorca, Ibiza, Formentera, dann ist es ja so, dass man da nicht an jeder Ecke einen großen Supermarkt findet. Und gerade die kleinen Supermärkte sind natürlich auf den Inseln sehr, sehr teuer. Ist klar, ne? Wenn hier Tourismus auf der Insel ist, dann ja, schraubt man die Preise ein bisschen nach oben. Und das ist mir aufgefallen, dass wenn ich auf die Inseln komme, dass wenn ich, sage ich mal, in Hafennähe, in Küstennähe einkaufen gehe, da sind die Supermärkte sehr groß und dementsprechend sind die Preise günstig. Wenn ich da mit dem Fahrradwohnwagen aber die Inseln erkunden möchte, ja, und ich bin dann vielleicht mal an einem ganz anderen, an einer ganz anderen Ecke von der Insel, da gibt es dann vielleicht nur einen winzig kleinen Supermarkt und der ist dann gefühlt schon ja, gleich doppelt so teuer. Ne? Da habe ich dann manchmal für so einen kleinen Einkaufskorb gleich schon fast knapp 30 € bezahlt und das Essen hat vielleicht gerade mal für 1,5 Tage gereicht. Ja, da zuckt man immer ein bisschen zusammen und das ist nicht so schön, aber es hätte auch keinen Sinn gemacht und ich hätte auch manchmal gar keinen Strom zur Verfügung gehabt, um dann wieder 30 Kilometer zurückzufahren zum Hafen, um dort nochmal einkaufen zu gehen. Also das muss man schon wissen und mit einplanen, wenn man hier auf kleineren Inseln unterwegs ist, dass man auf jeden Fall mehr bezahlen muss. Wie machst du das mit der Kopperfleck? Okay. He doesn't shower. No. He's been here 2 weeks, had 1 shower. Yes. Many. Yes. I don't like it. I don't like But he sleep outside now. Tja, die Sache mit der Körperpflege. Eigentlich eine ziemlich unangenehme Frage gerade. Ich werde sie aber mal beantworten. Ich habe das auch schon mal in anderen Videos schon mal kurz angerissen. Ja klar, wenn man also sich so schön am Mittelmeer befindet wie hier, dann kann man natürlich die riesengroße Badewanne benutzen, die einen umgibt. Das ist sehr, sehr schön, ja. Oder in Frankreich zum Beispiel, als ich an der Rhone unterwegs war, ne, da kann man wunderbar kurz mal eben drin planschen. Manchmal hat man ja auch solche Stufen, die dann ins Wasser gehen, wo man vielleicht mal mit dem Boot irgendwie anlegen kann. Da kann man ruhig auf jeden Fall mal ein Stückchen reingehen und kann sich da prima waschen. Da sind ja auch nicht ständig Leute unterwegs. Dann habe ich in meinem Camper immer Feuchttücher dabei. Das ist sehr praktisch, da kann man auch mal seinen ganzen Körper mit sauber machen. Und es kommt tatsächlich auch nicht so selten vor, dass Menschen sagen, willst du nicht mal bei uns duschen?
Ich frage immer, ob es ganz schlimm ist, ja, ob ich ganz dolle rieche. Sie sagen höflicherweise immer nein, aber ich glaube, das stimmt nicht immer. Man gewöhnt sich an seinen Geruch. Nein, ich weiß es nicht, aber ich muss dazu sagen, dass man schon immer irgendwie irgendwo Möglichkeiten findet, sich sauber zu halten. Das ist wirklich nicht so eine große Herausforderung. Was waren die schönsten Erinnerungen bisher? Meine schönsten Erinnerungen bisher, das lässt sich, glaube ich, kaum in einen Satz reinbringen. Die ganze Reise ist eine einzig schöne Erinnerung, auch wenn man hier und da mal durch Höhen und Tiefen geht, auch wenn man mal genervt ist, wenn man mal irgendwas reparieren muss, mal einen platten Reifen flicken muss oder so. Aber im Prinzip, ja, habe ich sowas Schönes in meinem Leben noch nicht erlebt, wie ich es jetzt erlebe. Ja, so eine Reise, wo man wirklich mal alles loslassen kann, wo man wirklich mal so sein kann, wie man ist, wo man sich einfach mal treiben lassen kann. Das alleine ist schon eine riesengroße, schöne Erinnerung. Und ja, es ist natürlich klar, ne? Die Natur, wenn man draußen in der Natur schlafen kann, wo man vielleicht auch mit dem Auto gar nicht hinkommt, wo man einfach ja, am Meer sein kann, wie hier auf Formentera zum Beispiel. Man ist umgeben von Schönheit, von schöner Natur. Es gibt nichts Schöneres für mich persönlich. Ja? Also mich erfreut sowas immer wieder. Es wird auch überhaupt nicht langweilig, weil jeder Tag ist anders. Die Farben sind jeden Tag anders. Und das ist meine persönliche Erfüllung, meine persönliche Freude, die ich hier gerade ganz, ganz toll spüre, und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, und ich freue mich auch sehr darüber, dass ihr sie mit mir teilt. Das macht mich auch sehr glücklich, ja, für die jetzt vielleicht gerade mal nicht so lange unterwegs sein können. Das ist sehr schön, dass ihr dann trotzdem auch diese Bilder ein bisschen mit genießen könnt. Ja. Das ist sehr schön, und ja, ganz klare Sache, ne? Die unzähligen schönen Begegnungen, die ich bis jetzt auf meiner Reise hatte, angefangen, wenn einem jemand beim Stromladen hilft, ja, oder dass ich dann plötzlich mich in einer Bierbrauerei befinde, ne, weil der Stefan aus Frankreich mich dann eingeladen hat zu seinem Betrieb, zu seiner Brauerei, und er mir dann noch Bier geschenkt hat. Das ist ganz toll, wenn ich Bier geschenkt bekomme. Nein, und die ganzen anderen Begegnungen, ja, dass ich immer wieder eingeladen worden bin, dass ich mit ganz tollen Familien ganz viel Zeit verbracht habe, dass ich auf deren Hof schlafen durfte, in deren Gärten schlafen durfte, dass Menschen zu mir kommen, dass Menschen mir Tipps geben, dass sich Menschen mit mir austauschen und mir auch mir auch aus deren Leben erzählen, ja, und da ganz schöne Sachen einfach auch entstehen. Und das finde ich richtig toll. Und ja, das sind meine schönsten Erinnerungen. Und ja, manchmal kann es auch passieren, dass da auch ein paar ganz besondere Erinnerungen dabei sind. Ist es nicht kalt in dem Camper? Why zählt es mit Kondensator hast? It's so annoying. You get the worst question from me. Ja, wie kalt ist es nachts in meinem Camper? Ich muss gestehen, ich habe zwar ein Thermostat in meinem Camper, aber ich bin dann immer zu müde und zu bequem, da drauf zu gucken. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und ich hatte bis jetzt noch keine Nacht dabei, wo ich wirklich gefroren habe. Ich habe ja meinen Camper komplett gedämmt, mit 1 Zentimeter Styroporplatten, so in der Art, habe ich verwendet, und der Boden ist sogar doppelt gedämmt, und ich habe noch nie einen kalten Rücken oder sowas bekommen. Mir ist es manchmal sogar zu warm. Wenn ich dann manchmal noch vergesse, die Fenster aufzumachen, so ein Spalt, dann ist es morgens viel zu warm, viel zu warm. Ich habe eine schöne Daunendecke, unter der ich dann schlafe, und es ist ja, bis jetzt einfach noch sehr, sehr warm und gemütlich in meinem Camper. Und mit dem Kondenswasser ist das eine super spannende Sache. Ich habe gerade hier, wenn ich am Meer stehe, habe ich ja natürlich abends ganz häufig eine richtig heftige Luftfeuchtigkeit. Also mein Fahrrad ist morgens, oder mein ganzer Camper ist von außen so nass, als hätte es geregnet. Unvorstellbar. Da wundere ich mich. Dann denke ich manchmal, habe ich das gar nicht mitbekommen, dass es irgendwie so doll geregnet hat oder so. Nö, das ist einfach das Kondenswasser, ne? Oder diese Feuchtigkeit in der Luft, die dann an dem Camper kondensiert. Und ich muss sagen, in meinem Camper habe ich so gut wie nie wirklich Kondenswasser. Das ist total irre. Aber ich habe ja meinen kompletten Camper auch mit so dünnem Filz
überzogen bzw. ausgekleidet. Ich glaube, das hat einfach damit was zu tun. Ja? Der Filz nimmt schön die Feuchtigkeit auf und gibt es tagsüber, gerade auch wenn die Sonne scheint, wieder gut ab. Und von daher ist das einfach wunderbar. Also an den Stellen, wo so die Fenster sind oder so, da merkt man natürlich, dass da mal ein bisschen Feuchtigkeit ist, aber bei mir tropft nichts von der Decke oder so. Ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, gerade wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist draußen und ich dann noch in meinem Camper schlafe, da bin ich echt froh morgens, dass der komplett trocken ist von innen. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Kann man in Fahrradwohnwagen gut kochen? Wie sieht das aus mit dem Kochen im Fahrradwohnwagen? Ja, ich koche im Fahrradwohnwagen, aber mein Fahrradwohnwagen ist ja auch sehr klein. Von daher ist das nicht so schön, wenn man dort seine Pfanne hat und wenn man vielleicht mal einen Fisch anbrät oder Fleisch anbrät oder generell irgendwas anbrät. Das Fett, habe ich gemerkt, das spritzt ja doch tatsächlich überall rum. Und das ist nicht so schön und danach muss man relativ viel sauber machen. Und am allerschönsten ist es, glaube ich, wenn man an seinem Fahrradwohnwagen irgendwie sich so eine kleine Outdoor-Küche oder irgendwie sowas dran bauen könnte, muss ich wirklich mal so sagen. Das wäre natürlich schön, ja, dass man kurz so ein Element vielleicht rausnehmen kann. Da ist dann diese Gaskartusche drin, dass man dann draußen kochen kann, weil du hast ja auch die Essensgerüche dann immer drin. Ne? Je nachdem, wenn du mal einen Fisch anbrätst, einen Lachs oder so, das riecht dann schon noch mal 1-2 Stunden richtig heftig. Von daher, ich habe aber allerdings keine andere Möglichkeit. Ich koche meistens dann im Camper, weil es darin halt auch windgeschützt ist. Ja, da kann man noch ein bisschen Gas sparen, ja, wenn der Wind da nicht so reinpfeift. Und ansonsten, ja, man kann, aber das ist jetzt bei mir jetzt nicht so die optimale Lösung. Wie oft musst du den Bremsbläckle? Is that right? You really get the worst questions. Yeah. Please. Start again, go on. And concentrate, you know? Okay. But concentrate in German, okay? Okay. Wie oft musst Perfect. Wie oft musst du deine Bremsbläckle wechseln? It's perfect. It's better than my German. Great. Ich habe auf meiner Tour, ich glaube, 6-mal die kompletten Bremssätze, also vorne und hinten, wechseln müssen. Also ich habe schon gemerkt, so in Deutschland, Frankreich, Belgien, kein Problem, da ist der Verschleiß nicht so hoch. Aber sobald man im hügeligen Gelände unterwegs ist, sprich Frankreich, Spanien, da habe ich gemerkt, dass der Verschleiß deutlich höher ist, auf jeden Fall. Gerade bei langen Bergabfahrten, ne, wenn die Bremsscheiben heiß werden, da hatte ich manchmal auch das Gefühl, dass von den Bremsbelägen da zusätzlich noch irgendwas wegschmilzt. Ja. Also da merkt man schon. Trotzdem finde ich jetzt 6 Bremssätze nicht so viel. Bin jetzt ungefähr 2000 Kilometer gefahren. Das ist noch vollkommen in Ordnung. Danke. Ich liebe dich. Danke schön, Frankfurt. Wir haben das so gut gemacht, oder? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Tschüss, Matthias.